willkommen. Komm herein. Nimm dir, bevor sonst irgendetwas geschieht, einen Moment, um anzukommen, wo du gerade bist. Spüre die Fläche unter dir, die Matratze, das Kissen, das sanfte Gewicht der Decke, die ihren Weg um deine Schultern gefunden hat. Heute Nacht gibt es nichts, was du tun musst. Nichts zu planen, nichts zu erinnern, nichts mitzunehmen in das, was kommt. Die einzige Aufgabe, die vor dir liegt, ist zu ruhen. Lass deinen Atem sein eigenes Tempo finden. Nicht tiefer als sonst, nicht langsamer als sonst, nur sein eigenes Tempo. Ein und aus. Ein und aus. Du musst ihm nicht folgen. Du musst nicht zählen. Er atmet sich selbst, ganz ohne deine Hilfe, so wie er es immer getan hat. Heute Nacht erzähle ich dir eine lange, stille Geschichte. Sie spielt an einem Ort weit, weit von hier, hoch oben, auf einer weiten Hochebene, wo der Himmel größer ist als gewöhnlich und das Licht am Abend die Farbe von poliertem Silber annimmt. Du musst es dir nicht genau vorstellen. Du musst es dir gar nicht vorstellen, wenn du lieber nicht magst. Die Worte werden weiterziehen, ob dein Geist ihnen aufmerksam folgt oder auf einem weicheren eigenen Pfad abschweift. Beides ist hier willkommen. Beides führt an denselben Ort. Wenn ein Gedanke kommt, lass ihn kommen. Wenn eine Sorge auftaucht, lass sie auftauchen und lass sie sich wieder setzen, wie ein Blatt, das auf den Grund eines stillen Teichs sinkt. Du musst nichts wegschieben. Du musst nichts verfolgen. Du kannst einfach hier liegen und zuhören oder halb zuhören oder ganz aufhören zuzuhören und treiben. Das Bett unter dir ist fest. Der Raum um dich ist sicher. Die Nacht tut genau das, was Nächte tun sollen. Die Welt sanft halten, während sie ruht. Lass also deine Augen sich schließen, falls sie es nicht schon getan haben. Lass deinen Kiefer weich werden. Lass deine Schultern ein wenig tiefer in das Kissen sinken. Lass die kleinen Muskeln rund um deine Augen sich entspannen. Jene, die den ganzen Tag gearbeitet haben, um zu lesen, zu schauen, zu bemerken. Sie dürfen jetzt ruhen. Sie haben genug getan. Wir gehen an einen Ort, der die wandernden Spiegelseen heißt. Eine Kette flacher, silberner Gewässer, die sehr langsam über eine hohe, stille Hochebene treiben. Wir werden eine Triftböttcherin namens Iola treffen, die sie hütet. Und wir werden einen langen blauen Abend am Ufer eines dieser Seen verbringen, während sie ihre Arbeit für die Nacht beendet. Es gibt keine Eile. Dort, wohin wir gehen, gibt es nie Eile. Lass uns beginnen. Du trittst hinaus auf die Hochebene, in jener sanften Stunde vor der Dämmerung. Die Luft ist hier kühl. Nicht kalt, nur kühl, so wie Bergluft kühl ist, selbst in den warmen Jahreszeiten. Sie trägt den Geruch feuchten Schilfs und etwas Süßeres. Etwas, das dich an Bienenwachs erinnert, das nahe einer Kerze warm wird. Du atmest sie ein und sie legt sich in deine Brust wie ein kleines sauberes Tuch, das gefaltet wird. Die Hochebene erstreckt sich in jede Richtung, niedrig und weit und sanft gewellt. Das Gras hier ist kurz, fast silbern, und es neigt sich erst in die eine und dann in die andere Richtung unter einer Brise, die so langsam ist, dass du sie kaum spürst. In der Ferne hebt sich das Land zu blassen Hügeln, die fast nahtlos in den Himmel übergehen. Und näher bei dir, recht nahe sogar, nur ein paar Schritte entfernt, liegt der See. Er ist flach, sehr flach. Wenn du bis zu seiner Mitte wartest, wärst du nur bis zu den Knöcheln nass. Aber er ist weit, sehr weit, ein Oval vollkommen stillen Wassers, das den ganzen Himmel in seiner Oberfläche eingefangen und dort festgehalten hat. Die Wolken darüber sind blass
und hoch und langsam wandernd. Und der See spiegelt sie so vollständig, dass du beinahe vergessen könntest, was das Wasser ist und was die Luft. So sind diese Seen. Sie heißen Spiegelseen, weil sie sich an den Himmel erinnern. Welcher Himmel zuletzt über ihnen hing, das ist der Himmel, den sie bewahren. Und sie bewahren ihn sorgsam, mit einer Art geduldiger Hingabe, so wie du eine Tasse mit etwas Kostbarem in beiden Händen halten würdest. Rund um den See wachsen hohe Schilfrohre, weiche grüne Halme mit gefiederten Spitzen, die sich leicht zum Wasser neigen, im Wind flüsternd mit einem Klang wie ein ferner Regen. Du gehst am Ufer entlang, langsam, ganz langsam, und deine Füße finden den ausgetretenen Pfad. Die Erde hier ist festgetreten von vielen Jahreszeiten kleiner, sorgsamer Schritte. Sie ist dunkel und leicht feucht, und sie gibt ein wenig nach unter deinem Gewicht, so wie gute Erde es tut. Das Licht wandelt sich. Die Sonne ist hinter dem westlichen Grat hinabgesunken, und was vom Tag bleibt, sammelt sich zu einem langen blauen Abend. Kein dunkles Blau, noch nicht. Ein blasses, staubiges Blau. Das Blau einer alten Porzellanschale. Das Blau eines stillen Gedankens. Es ergießt sich über die Hochebene, und der See trinkt es ein und gibt es zurück, doppelt so hell. Ein Reiher steht im seichten Wasser. Du siehst ihn, während du gehst. Ein hoher grauer Reiher, vollkommen reglos, ein Bein angezogen, den Kopf nur leicht zum fernen Ufer gewandt. Er bewegt sich nicht, als du vorübergehst. Er wird sich, das spürst du, noch lange nicht bewegen. Manche Reiher stehen so ganze Abende lang, zufrieden damit, ein Teil der Spiegelung des Sees zu sein, auf nichts Bestimmtes wartend. Du gehst auf dem Pfad weiter. Ein wenig weiter, vielleicht 20 Schritte vom Wasser zurückgesetzt, steht ein niedriges Gebäude. Eine Böttcherwerkstatt, das erkennst du sofort. Du erkennst es, weil du den sanften Rauch siehst, der sich aus einem Steinkamin kringelt, und weil die weite Tür mit einer Daube aus heller Zeder offen gehalten wird, und weil neben der Tür ein kleines hölzernes Schild hängt, das einen einzelnen gemalten Reif trägt, das Zeichen einer Böttcherin. Überall. Die Werkstatt ist niedrig auf den Boden gesetzt, mit einem Dach aus grauem Schiefer und Wänden aus verwittertem Holz, die die weiche Farbe von Treibholz angenommen haben. Ein einziges Fenster glüht von innen heraus, erleuchtet von Kerzenschein. Der Kerzenschein ist warm, das Wärmste auf der ganzen Hochebene gerade jetzt, und er fällt hinaus aufs Gras in einem langen goldenen Rechteck. Neben der Werkstatt, in einem eigenen kleinen Gehege, steht ein Lastesel. Ein alter Lastesel mit weichem grauem Maul und geduldigen, freundlichen Augen. Der Esel blickt auf, als du näher kommst, nimmt dich ohne Überraschung wahr und senkt dann den Kopf wieder zum Bündel Klee zu seinen Füßen. Der Klee duftet süß, selbst von hier aus. Du hältst einen Moment auf dem Pfad inne. Du lässt dich einfach dort sein, wo du bist. Der See zu deiner Linken, die Werkstatt zu deiner Rechten, das Schilf, das flüstert, der Reiher, der steht, der Esel, der langsam, ganz langsam kaut. Und dann hörst du durch die offene Tür der Werkstatt einen Klang, den du heute Nacht noch gut kennenlernen wirst. Ein sanfter, nachdenklicher Klang. Der Klang eines Ziehmessers, das sich an einem Stück Zeder entlang bewegt. Ein langer, gleichmäßiger Strich. Dann eine Pause. Dann noch einer. Bei jedem Zug muss eine Locke aus Zeder auf den Werkstattboden fallen, denkst du. Eine blasse, duftende Locke,
mit dem Harz des Holzes parfümiert. Du holst Atem und gehst die letzten paar Schritte zur Werkstatttür. Drinnen ist die Luft wärmer. Warm, aber nicht stickig. Hinten in der Werkstatt steht ein kleines Fenster offen und der Wind vom See kommt herein und bringt den Geruch von Wasser und Schilf mit sich, sodass der ganze Raum nach Zedernholz und Bienenwachs und feuchtem grünem Wachsen riecht. Alles miteinander vermischt. Die Driftküferin blickt von ihrer Werkbank auf. Ihr Name, erinnerst du dich nun, ist Iola. Sie hat silbernes Haar, locker zurückgesteckt und einen Streifen blasser Kreide auf einer Wange und eine lange lederne Schürze, von vielen Jahren des Gebrauchs weich getragen. Sie nickt dir zu, ein kleines, willkommen heißendes Nicken, so wie man jemanden grüßen mag, der den langen Weg um den See genommen hat, ohne es sagen zu müssen. Und dann kehrt sie zu ihrer Arbeit zurück, denn die Arbeit hat keine Eile und weil sie darauf vertraut, dass du deinen Platz findest, ohne dass er dir gezeigt wird. Du trittst ein. Die Werkstatt ist ein langer, niedriger Raum. In ihrer Mitte steht eine lange, hölzerne Werkbank, vernarbt und silbern geworden vom Gebrauch. Und über diese Bank sind die Werkzeuge des Küferhandwerks gelegt. Ein Zugmesser mit poliertem, hölzernem Griff. Ein kleiner, hölzerner Schlegel. Ein Schaber. Eine dünne, gebogene Klinge für das Feine. Ein Knäuel weichen Hanfgarns. Eine Schale mit Bienenwachs, weiß und gelb. Ein Topf mit weicher Kreide. Ein Messstab mit schmalen, schwarzen Strichen markiert. Und an den Wänden, sanft aneinander gelehnt, stehen die Dauben. Lange, blasse Zederndauben, jede schon an ihrer Außenseite geformt, jede wartend, an ihrer Innenseite geformt zu werden. Sie sind, das verstehst du, aus Bäumen geschnitten worden, die an den östlichen Hängen wachsen, wo das Holz eine besondere Maserung annimmt, dicht und gerade und nachgiebig. In der hinteren Ecke der Werkstatt ruhen 3 breite, flache Fässer auf einem Bett aus sauberem Stroh. Das sind die Fässer, die Iola heute Abend vorbereitet. Sie sind anders als die hohen Fässer, die du vielleicht von woanders kennst. Sie sind breit und flach, vielleicht so weit wie deine ausgestreckten Arme, vielleicht nur so tief wie dein Unterarm. Sie sind, wie du siehst, für Wasser gemacht, um ein Maß Seewasser aufzunehmen und zu tragen, wenn der See weiterzieht. Iola arbeitet an einer 4. Daube und glättet deren Innenseite mit dem Zugmesser. Sie zieht die Klinge langsam zu sich heran und eine Locke Zedernholz löst sich vom Holz und fällt mit einem kleinen Seufzer zu Boden. Sie dreht die Daube um eine Vierteldrehung, zieht erneut. Eine weitere Locke. Ein weiterer Seufzer. Der Boden um ihre Bank ist weich von diesen Locken, blass und duftend, wie ein kleiner, ganz eigener Schneefall aus Holz. Du findest einen niedrigen Hocker beim Fenster und setzt dich. Es besteht keine Notwendigkeit zu sprechen. Iola erwartet es nicht von dir. Sie summt manchmal, während sie arbeitet. Ein leises, wanderndes Summen. Nicht wirklich eine Melodie, nur die kleine, behagliche Musik, die ein Mensch macht, wenn er allein mit seinen Händen ist. Du hörst ihm zu, während du sitzt. Du schaust den Zedernlocken zu, wie sie fallen. Du schaust den Kerzenflammen zu, wie sie sich im Luftzug vom hinteren Fenster neigen und wieder aufrichten. Entlang der Bank stehen überall Kerzen, Bienenwachskerzen in kleinen tönernen Haltern. Jede gibt ihr warmes, gelbes Licht auf einen anderen Fleck der Arbeit. Das Kerzenlicht bewegt sich auf den feuchten Zederndauben, wie Sonnenlicht auf einem Fluss. Es ist ein langsames, treibendes Licht. Es hat keine Eile, irgendwo zu sein. Draußen
hat sich das Blau des Abends um einen Ton vertieft. Durch die offene Tür kannst du sehen, wie der See ein wenig heller leuchtet als der Himmel über ihm und das letzte Licht des Tages hält. Du kannst das Schilf hören. Du kannst leise das sanfte Kauen des Maultiers hören. Und drinnen bewegt sich das Zugmesser. Ein langer, gleichmäßiger Strich. Eine Pause. Ein weiterer Strich. Die Zeit dehnt sich hier aus. Es ist nicht die Art von Zeit, die dich vorwärts drängt. Es ist die Art von Zeit, die ankommt, sich niederlässt und bleibt, solange sie gebraucht wird. Nach einer Weile, du könntest nicht genau sagen, wie lange, denn die Werkstatt führt diese Art Maß nicht, legt Iola das Zugmesser nieder. Sie nimmt die fertige Daube und legt sie zu einem kleinen Stapel anderer bei der Tür, wo sie, wie du verstehst, warten, im Seewasser eingeweicht und in Form gebogen zu werden. Dann wischt sie sich die Hände an ihrer Schürze ab, hinterlässt einen frischen Streifen Kreide und nimmt einen langen, langsamen Atemzug. Und sie geht hinaus in den Abend. Du erhebst dich von deinem Hocker und folgst ihr. Der Weg von der Werkstatt zum See ist kurz, vielleicht 20 Schritte durch das weiche Gras. Das Gras ist silbrig nun im blauen Licht und es streift die Aufschläge deiner Hose, während du gehst. Iola trägt einen kleinen hölzernen Eimer, schlicht und gut gebraucht, und sie geht in einem Tempo so stetig, dass es sich an einem langsamen Atemzug messen ließe. Am Ufer des Sees geht sie in die Hocke. Sie setzt den Eimer auf die Böschung und mit beiden Händen taucht sie eine kleine Kelle ins Wasser. Die Kelle ist aus einem einzigen Stück blassen Holzes geschnitzt und ihre Mulde ist nicht größer als die Schale ihrer Handfläche. Sie hebt ein kleines Maß Wasser aus dem See und kippt es sanft in den Eimer. Dann ein weiteres. Dann ein weiteres. Das Wasser bewegt sich so leise, dass es scheint, als bewege es sich gar nicht. Du kannst sehen, wenn sie die Kelle hebt, dass das Wasser in der Mulde noch ein winziges Stück Himmel hält. Eine Wölbung blasses Blau. Einen Hauch Wolke. Und wenn sie das Wasser in den Eimer kippt, füllt sich der Eimer selbst langsam mit demselben blassen Blau, demselben Hauch Wolke, nun gelegt über die tiefere Dunkelheit seines eigenen Holzes. Das ist das Wasser, das die Dauben einweichen wird. Du verstehst es nun. Die Dauben trinken das Seewasser, bis sie quellen, nur ein wenig, gerade genug, um dicht aneinander zu sitzen, wenn das Fass mit Reifen gefasst wird. Und während sie trinken, beginnen sie schon, sich an den Himmel zu erinnern. Bis zum Morgen wird das Holz selbst eine leise Spiegelung halten, nicht eigentlich sichtbar, aber gegenwärtig, so wie die Wärme einer Hand auf einer Tasse bleibt, lange nachdem die Tasse abgestellt wurde. Iola zählt jede Kelle leise vor sich hin. Du hörst die Zahlen, obwohl sie in einer Sprache gesprochen werden, die sanfter ist als gewöhnliche Zahlen. 1 und 1, 1 und 2, 1 und 3. Sie zählt bis 12 und dann erhebt sie sich und sie trägt den Eimer den Weg zurück. Langsam, langsam. Du gehst neben ihr. Keiner von euch spricht. Der Eimer schwingt in ihrer Hand mit einem kleinen, sanften Laut, dem leisen Schwappen von Wasser in einem gehaltenen Gefäß. Und dieser Laut wird zu dir zurückkehren, wieder und wieder, bevor die Nacht zu Ende ist. An der Werkstatt setzt Iola den Eimer nahe der Bank ab. Sie nimmt die erste der Dauben auf, die sie fertiggestellt hat, und sie senkt sie in den Eimer, sodass ihre untere Hälfte unter Wasser ist. Die Daube trinkt. Du kannst sehen, wie sie sich leicht verdunkelt, während das Wasser in die Maserung zieht.
Sie lehnt sie sorgfältig an die Innenseite des Eimers und nimmt eine weitere auf. Und noch eine, bis der Eimer 6 Dauben hält. Alle einweichend, alle sich verdunkelnd, alle still den Himmel trinkend. Dann kehrt sie zu ihrer Bank zurück, nimmt das Zugmesser noch einmal auf und beginnt die Arbeit an der nächsten Daube. Du setzt dich wieder auf den niedrigen Hocker am Fenster. Das Blau draußen ist noch tiefer geworden. Ein wahres Abendblau jetzt. Die Farbe von Tinte. In Wasser verdünnt. Ein erster blasser Stern ist über dem östlichen Bergkamm erschienen. Und der See, Spiegel, der er ist, hat den Stern bereits eingefangen und hält ihn vorsichtig wenige Handbreiten von den stillen Beinen des Reihers entfernt. Die Kerze, die dir am nächsten steht, knistert einmal und beruhigt sich. Du siehst zu, wie die kleine Perle aus geschmolzenem Wachs an ihrer Seite hinabgleitet und sich weich und warm an ihrem Fuß sammelt. Du riechst das Bienenwachs in der Luft. Es ist ein süßer, reiner Duft mit dem zartesten Hauch von Honig dahinter. Er mischt sich mit der Zeder und den feuchten Rohrhalmen und er lässt die ganze Werkstatt wie eine Art Nest wirken. Klein, warm, sorgsam gehütet. Gerade genug. Iola zieht eine weitere Locke aus der Zeder. Noch eine. Der Haufen auf dem Boden wächst. Sie summt ihr wanderndes Summen. Irgendwo draußen seufzt das Maultier in seinem Pferch. Ein langer, langsamer Seufzer. Der langsame Atem eines ruhenden Maultiers, das zufrieden ist mit dem Klee und der kühlen Luft und dem sanften blauen Abend. Du lässt deine Augen auf der Maserung der Werkbank ruhen. Die Maserung verläuft in langen, stillen Linien, hier und da zu kleinen Knoten gesammelt, die wie schlafende Augen aussehen. Du folgst einer dieser Linien von einem Ende der Bank zum anderen. Sie biegt sich ein wenig nahe der Mitte, dann richtet sie sich wieder gerade. Dann verschwindet sie unter einem Span Zedernholz, der dort hingefallen ist. Deine Schultern sind weicher, als sie waren, als du hereinkamst. Du bemerkst das, ohne dass du es versuchst. Dein Kiefer ist weicher. Deine Hände ruhen offen auf deinen Knien. Die Wärme der Kerzen und die langsamen Geräusche der Werkstatt und der lange blaue Abend draußen, sie wirken alle gemeinsam an dir, sanft. Nach einer Weile legt Iola das Ziehmesser wieder beiseite. Sie hat die letzten Dauben fertiggestellt, die sie für heute Abend braucht. Sie streckt ihren Rücken, eine kleine vorsichtige Streckung, und sie geht zum kleinen eisernen Ofen in der Ecke der Werkstatt, wo ein Kessel hinten gestanden und sich auf der niedrigsten Hitze gewärmt hat. Sie nimmt den Kessel und aus einer Dose auf dem Regal nimmt sie eine kleine Handvoll getrockneter Blätter. Blasse Blätter, ein weiches Grün mit einem leisen Duft nach Minze und etwas anderem, etwas Runderem, wie eine Wiesenblume, an die man sich aus längst vergangener Zeit erinnert. Sie lässt die Blätter in 2 gedrungene Tonbecher fallen und sie gießt das warme Wasser darüber. Die Blätter entfalten sich in den Bechern und färben das Wasser blassgolden. Sie bringt dir einen der Becher und legt ihn vorsichtig in deine Hände. Der Becher ist warm, angenehm warm, nicht heiß, und er liegt gut zwischen deinen Handflächen. Warmer Tee, in Händen gefasst, die in der Abendluft ein wenig kühl geworden waren. Du spürst, wie die Wärme deine Handgelenke hinaufzieht, in deine Unterarme, in deine Schultern. Du spürst, wie sie sich in deiner Brust niederlässt. Iola nimmt ihren eigenen Becher und sie geht zur offenen Tür und sie lehnt sich dort einen Moment an und blickt hinaus auf den See. Du gesellst dich zu ihr. Gemeinsam, in Stille, steht ihr
an der Schwelle der Werkstatt. Haltet eure warmen Becher. Seht zu, wie der lange blaue Abend um eine weitere Schattierung tiefer wird. Der Reiher ist noch da. Er hat sich nicht bewegt. Aber nun hat sich ein zweiter Reiher zu ihm gesellt. Ein kleinerer, der ein paar Flügelspannen entfernt steht. Ebenso still. Sie sind zwei graue Gestalten vor dem silbernen Wasser. Vollkommen gespiegelt. Vollkommen zufrieden. Du nippst am Tee. Er ist mild. Mild und ein wenig süß. Mit einem reinen, krautigen Geschmack, der nicht länger verweilt, als er soll. Er wärmt deinen Mund. Er wärmt die kleine Stelle am Grund deiner Kehle. Du nippst erneut. Das Maultier in seinem Pferch hebt den Kopf und sieht dich an. Dann senkt es den Kopf wieder und fährt mit seinem langsamen Kauen fort. Als der Tee getrunken ist, nimmt Iola die Becher und spült sie an einem kleinen Becken nahe der Tür. Sie trocknet sie mit einem weichen Leinentuch und stellt sie kopfüber zurück ins Regal, wo sie über Nacht vollends trocknen werden. Dann kehrt sie zur Werkbank zurück. Die erste Daube hat inzwischen lange genug eingeweicht. Sie hebt sie aus dem Eimer und Wasser perlt an ihrer Maserung herab und läuft mit einem leisen, ruhigen Tröpfeln in den Eimer zurück. Das Holz hat sich zu einer satteren, tieferen Farbe verdunkelt. Und es ist schwerer in ihrer Hand, als es vor einer Stunde war. Sie hält es an eine Kerze, dreht es langsam, blickt seine Länge entlang nach einem Makel. Sie findet keinen. Sie legt es sanft in eine hölzerne Halterung auf der Bank und sie nimmt die nächste auf. Noch eine. Eine nach der anderen hebt sie die eingeweichten Dauben aus dem Eimer, prüft sie im Kerzenlicht und legt sie in die Halterung. Die Halterung umfasst sie in einem Kreis, so wie das Fass sie zuletzt umfassen wird. Und während sie jede einzelne in den Kreis setzt, kannst du beinahe sehen, wie die Form des fertigen Fasses beginnt, sich aus dem Kerzenlicht und der Zeder und der kühlen, feuchten Luft zusammenzufügen. Wenn alle 12 Dauben in der Halterung stehen, nimmt sie ein langes Band aus weichem Eisen, einen Reifen, vorgeformt und bereitliegend, und sie legt es um das obere Drittel der Dauben. Sie tut dies langsam, langsam. Sie klopft den Reifen mit dem kleinen Holzhammer in seine Lage, arbeitet sich rund um den Kreis. Klopf. Eine Vierteldrehung. Klopf. Eine Vierteldrehung. Klopf. Das Holz des Hammers macht ein weiches, hohles Geräusch gegen das Eisen. Es ist ein geduldiges Geräusch. Es ist der Klang einer Sache, die gut getan wird, ohne jede Notwendigkeit, schnell getan zu werden. Wenn der obere Reifen sitzt, nimmt sie einen zweiten Reifen und legt ihn um das untere Drittel. Klopf. Eine Vierteldrehung. Klopf. Eine Vierteldrehung. Die Dauben rücken näher zusammen. Der Kreis zieht sich zusammen. Das Fass ist, fast ohne dass du es bemerkst, zu einem Fass geworden. Iola tritt zurück, betrachtet ihre Arbeit, nickt sich zu. Dann macht sie das Ganze noch einmal, mit weiteren 12 Dauben und einem weiteren Satz Reifen. Und nach einer langen Weile, einer langen, ruhigen Weile, steht ein zweites Fass neben dem ersten. Und dann ein drittes. Als die 3 Fässer zusammen auf der Werkbank stehen, ist die Nacht vollends auf die Hochebene gekommen. Die Kerzen in der Werkstatt scheinen nun heller gegen die Dunkelheit draußen. Und durch die offene Tür siehst du nur noch das sanfte Silber des Sees und die tiefere Dunkelheit des Himmels darüber und tief über dem östlichen Bergkamm den aufgehenden Mond. Der Mond ist noch nicht voll, aber er ist nahe daran. Eine blasse, leicht gerundete Form von der Farbe frischer Butter. Während er steigt,
beginnt er sich im See zu finden. Und du siehst zu, wie ein zweiter Mond auf dem Wassergestalt annimmt. Leicht zitternd, wegen des kleinsten Hauchs einer Brise. Aber ansonsten gleich. 2 Monde. Einer oben, einer unten. Die Hochebene hält sie beide. Sanft. Iola tritt hinaus in die Nacht, um nachzusehen. Du folgst ihr. Das Gras ist nun kühl und feucht von einem ersten Hauch Tau. Und die Luft hat jene Klarheit, die nur nach einem stillen Tag entsteht. Vom See beginnt Nebel aufzusteigen. Ein niedriger Nebel, kniehoch, der langsam über die Oberfläche zieht wie ein scheues Tier. Er weicht die Ränder des Schilfs auf. Er weicht die Ränder der Reiher auf, die noch immer dort stehen, noch immer geduldig. Er weicht auf eine Weise auch die Ränder deiner eigenen Gedanken auf. Iola deutet mit einer kleinen Bewegung des Kinns auf das westliche Ufer des Sees. Dort, schwach im Nebel, kannst du eine Reihe kleiner Steine erkennen, sorgfältig entlang des Ufers gelegt. Die Steine, verstehst du, markieren den jetzigen Rand des Sees. Am Morgen, wenn der See seine langsame westliche Wanderung beginnt, wird dieser Rand ein anderer sein. Nur um die Breite einer Hand vielleicht. Nur um die Breite 2 Hände höchstens. Aber der See wird begonnen haben, sich zu bewegen. So ist es bei den wandernden Spiegelseen. Über eine Jahreszeit hinweg legt ein See vielleicht die Strecke eines langen Spaziergangs zurück, etwa die Entfernung, die du an einem gemächlichen Nachmittag bewältigen würdest. Und dann, in der nächsten Jahreszeit, wandert er ein wenig weiter. Niemand drängt sie. Niemand versucht, sie festzuhalten. Die Küfer gehen mit ihnen, bauen Fässer in Werkstätten, die selbst alle paar Jahreszeiten abgetragen und am neuen Ufer wieder aufgebaut werden. Du stehst lange in der kühlen Nacht und schaust auf den doppelten Mond, auf den Nebel, auf die geduldigen Reiher. Iola steht neben dir. Keiner von euch muss etwas sagen. Die Nacht spricht für euch beide, in ihrer eigenen sanften Sprache aus Nebel und Wasser und silbernem Licht. Mit der Zeit, es gibt so viel Zeit hier und keine davon hat es eilig, kehrt ihr in die Werkstatt zurück. Iola hat noch eine Aufgabe für den Abend und es ist, das spürst du, ihre Liebste. Sie nimmt die kleine hölzerne Kelle, die sie am Ufer benutzt hat. Sie nimmt den Eimer, inzwischen wieder gefüllt, von einem zweiten, sorgsamen Gang zum Wasser, dem du gefolgt sein musst, ohne dich recht zu erinnern. Und sie tritt neben das erste der 3 fertigen Fässer. Sie hebt die Kelle. Sie gießt ein Maß Seewasser in das Fass. Das Wasser macht einen leisen, weichen Klang, wenn es das Holz trifft, einen tiefen Ton, fast musikalisch. Sie gießt ein weiteres Maß hinein. Noch eines. Sie füllt das Fass, langsam, Kelle für Kelle. Dies, verstehst du, ist die Zeremonie der Driftküferin. Das Wasser, das sie jetzt einfüllt, ist der See, den das Fass tragen wird. Jede Kelle wird gezählt. Jede Kelle wird hingegeben. Jede Kelle bringt ein kleines Stück Himmel in das Fass, einen Splitter Wolke, einen Hauch Mond, die Andeutung eines Reiherbeins. Wenn das Fass voll ist, enthält es eine ganze Spiegelung, ein kleines, eingefasstes Stück des Sees mit dem Himmel hineingebogen. Als das erste Fass voll ist, legt Iola die Kelle beiseite und wartet. Sie lauscht auf etwas. Auch du lauschest. Nach einem Moment hörst du es. Ein weiches, klares Klingen. Es ist keine Glocke. Es ist kein angeschlagener Ton. Es ist der Klang, den das Wasser macht, wenn sich die Spiegelung darin setzt. Wenn Himmel und Holz und Wasser sich darauf einigen, einander zu erinnern. Es ist der leiseste Klang der Welt und der zufriedenste. Iola lächelt, nur ein wenig, gerade genug, um den Moment zu markieren, und sie geht weiter zum zweiten Fass.
Sie füllt es Kelle für Kelle. Derselbe leise, weiche Klang, wenn das Wasser auf das Holz trifft. Dasselbe geduldige Zählen. Als das zweite Fass voll ist, wartet sie wieder. Ein weiteres Klingen. Weicher diesmal, aber unverkennbar. Das Sichsetzen, die Einigung. Das dritte Fass dauert ein wenig länger. Du siehst, wie sie mitten im Füllen innehält, den Kopf neigt, um zu lauschen, und dann weitermacht. Als sie endlich die Kelle absetzt, wartet ihr beide, vielleicht einen längeren Atemzug als zuvor. Und dann kommt das Klingen. Weich, klar, gesetzt. Yola atmet aus. Ein langes, langsames Ausatmen. Und sie nickt. Die Fässer sind gefüllt. Die Spiegelungen haben sich gesetzt. Die Arbeit ist endlich, fast vollendet. Sie nimmt die hölzernen Deckel auf, die an der Wand gelehnt haben. 3 runde Holzdeckel, jeder schon passend geformt. Jeder schon mit einem schmalen Band Bienenwachs umrandet, um die Dichtung zu bilden. Sie setzt den ersten Deckel auf das erste Fass und drückt sanft rund um seinen Rand. Das Bienenwachs erwärmt sich leicht unter ihren Fingern und wird weich und nimmt die Verbindung an. Sie setzt den zweiten Deckel auf und den dritten. Dann nimmt sie ein kleines Tuch und das Töpfchen weicher Kreide. Auf den Deckel des ersten Fasses schreibt sie in sorgfältigen weichen Lettern ein einziges Wort, das Wort für Westen. Auf den Deckel des zweiten dasselbe Wort. Auf den Deckel des dritten dasselbe. Diese Fässer sind westwärts unterwegs, mit dem See, auf der morgigen Wanderung. Die Kreide hinterlässt einen feinen Staub auf ihren Fingerspitzen, blass und kühl. Und sie wischt ihre Hände leicht an ihrer Schürze ab und hinterlässt dort einen frischen Fleck neben den älteren. Sie rollt jedes Fass behutsam in die Ecke der Werkstatt, wo das Bett aus sauberem Stroh wartet. Eines nach dem anderen bettet sie ins Stroh. Das Stroh raschelt sanft um sie herum. Die Fässer stehen mit ihren bekreideten Deckeln nach oben. Jedes voll, jedes still. Jedes trägt sein kleines Stück Himmel sicher verschlossen in sich. Du meinst, ganz leise das sanfte Glucksen des Wassers in jedem Fass zu hören, wenn sie es absetzt. Derselbe Klang, den der Eimer auf dem Pfad gemacht hat. Der zufriedene Klang von Wasser an einem Ort, an dem es willkommen ist. Yola steht einen langen Moment da und betrachtet ihre 3 Fässer im Stroh. Du stehst mit ihr. Draußen haben die Reiher endlich begonnen, sich zu bewegen. Langsame Bewegungen. Das Heben eines Fußes, das kleine Strecken eines Flügels. Das Maultier hat sich auf der Koppel auf die Seite gelegt und atmet den langsamen, tiefen Atem eines Geschöpfes, das halb schon schläft. Yola geht zur Werkbank und beginnt in demselben ruhigen Tempo ihre Werkzeuge für den Morgen zu ordnen. Du siehst ihr bei der Arbeit zu, das Ziehmesser in seine lederne Scheide, den Schlegel an seinen Haken, das Schabeisen in eine hölzerne Schale, die Endklinge sorgfältig auf ein gefaltetes Tuch gelegt, die Hanfschnur ordentlich aufgewickelt, die Schale mit Bienenwachs mit einem kleinen Holzdeckel bedeckt, das Töpfchen mit Kreide verschlossen, der Messstab entlang der Rückseite der Werkbank gelegt, dort, wo das Morgenlicht ihn finden wird. Jedes Werkzeug hat seinen Platz. Jeder Platz ist bekannt. Wenn der Morgen kommt, wird sie nicht suchen müssen. Ihre Hände werden finden, was sie brauchen. Sie kehrt die Zedernspäne zu einem kleinen Haufen in der Mitte des Bodens zusammen und sammelt sie mit einer hölzernen Schaufel in einen weichen Stoffbeutel. Diese Späne wird sie als Anfeuerholz verwenden.
Nichts wird hier verschwendet. Nichts hier wird eilig getan. Wenn die Werkbank leer ist und der Boden gefegt, zieht sie einen kleinen hölzernen Hocker zum eisernen Ofen heran. Sie öffnet die kleine Ofentür und gibt ihm ein letztes kleines Stück Zedernholz. Ein Stück nicht länger als ihre Hand. Und sie sieht, wie es Feuer fängt. Sieht, wie die Flamme sich entlang der Maserung ihren Weg sucht. Die Wärme, die vom Ofen kommt, ist sanft, niedrig, gerade genug, um die mitternächtliche Kühle nicht in die Werkstatt kriechen zu lassen. Sie schließt die Ofentür. Sie wendet sich dir zu. Mit einer kleinen Bewegung ihrer Hand bietet sie dir einen Platz am Ofen an, wo eine dicke, gefaltete Decke ausgelegt worden ist. Du setzt dich auf die Decke. Sie ist aus Wolle, weich und dicht, und sie riecht leise nach Zeder und Bienenwachs, so wie hier alles riecht. Du lehnst dich gegen die warme Seite des Ofens. Nicht zu warm, nur freundlich warm. Und du spürst, wie sich die Wärme entlang deiner Wirbelsäule ausbreitet. Iula setzt sich auf ihren eigenen Hocker, ein paar Schritte entfernt, und sie nimmt ein kleines Stück unfertiges Holz und ein winziges Schnitzmesser auf. Sie schnitzt nun in der sanften Weise, in der man schnitzt, wenn das Tagwerk getan ist. Eine kleine Form beginnt aus dem Holz hervorzutreten. Vielleicht ein Vogel, vielleicht ein Fisch. Du kannst es noch nicht ganz erkennen. Und es macht nichts aus. Ihre Hände bewegen sich langsam, langsam, und kleine, blasse Holzspäne fallen in ihren Schoß. Du lässt deine Augen sich schließen. Die Geräusche der Werkstatt sind nun ganz nah. Das leise Zischen des Ofens, das sanfte Knabbern des Schnitzmessers am Holz, Iulas tiefes, wanderndes Summen, der langsame Atem des ruhenden Maultiers draußen, das Flüstern des Schilfs, der ferne Klang des Sees, der eigentlich gar nicht klingt, der aber als eine Art Gegenwart am Rand all der anderen Klänge spürbar ist. Eine ruhige, silberne Gegenwart, die die Nacht trägt. Du spürst die Wärme des Ofens an deinem Rücken. Du spürst die Weichheit der Wolldecke unter dir. Du spürst die Luft auf deinem Gesicht. Kühl und klar, duftend nach Zeder und Bienenwachs und feuchtem Schilf und dem feinsten Hauch von Minze vom Tee, der noch nachhängt. Du spürst, irgendwo gerade hinter deinen Rippen, ein leises Sichsetzen. Die gleiche Art von Sichsetzen vielleicht, mit der die Spiegelungen einwilligten, in den Fässern zu ruhen. Ein kleines Klingen, so glaubst du, ertönt auch in dir. Sanft, klar, gefasst. Draußen ist der Nebel höher gestiegen. Er reicht jetzt bis zur Hüfte und treibt langsam über die Oberfläche des Sees, schlängelt sich zwischen dem Schilf hindurch und mildert jede Kante. Die zwei Monde, der oben und der unten, scheinen hindurch, und der Nebel selbst leuchtet schwach in ihrem Licht. Das ganze Plateau ist für diese langen, stillen Stunden in eine Art leuchtender Sanftheit gehüllt. Die Reiher haben sich endlich für die Nacht ins Schilf gefaltet. Das Maultier schläft tief und atmet langsame, tiefe Atemzüge. Die 3 Fässer ruhen in ihrem Stroh, mit Kreide nach Westen markiert, zufrieden, wartend. Iula legt ihre Schnitzerei und ihr Messer beiseite. Sie steht ganz leise auf, geht zur breiten Tür und zieht sie halb zu gegen die kühle Nacht. Dann kehrt sie zurück, nimmt ihre eigene Decke auf und lässt sich in einen niedrigen Holzstuhl am Ofen nieder, die Decke über den Schoß gebreitet. Ihre Augen schließen sich mit der Zeit. Ihr Atem wird langsamer. Du bleibst, wo du bist. Die Wärme an deinem Rücken, die Wolle unter dir, das Summen des Ofens, das sanfte Rauschen des Schilfs, der See, der den Himmel trägt,
Du denkst schläfrig daran, wie der Morgen kommen wird, wie das erste blasse Licht über den östlichen Grat finden und über das Plateau kriechen und das Werkstattfenster berühren wird, wie Iola ohne Wecker erwachen wird, weil sie nie einen gebraucht hat, und wie sie aufstehen und ihre Werkzeuge an ihren Plätzen finden und hinaus in die sanfte neue Luft treten wird, wie sie die erste Tasse Tee des Morgens aus einem Kessel schöpfen wird, der gerade noch warm ist, wie das Maultier den Kopf heben und sie ansehen wird, und sie wird die weiche Stelle zwischen seinen Ohren kraulen, wie sie die 3 Fässer sanft, sanft auf den kleinen Karren laden wird, der neben der Werkstatt wartet, wie der See bis dahin bereits begonnen haben wird, um die Breite einer Hand, um die Breite 2 Hände sich zu bewegen. Aber das alles gehört dem Morgen. Du musst dem nicht folgen. Du musst nur wissen, dass es geschehen wird, in seiner eigenen langsamen Zeit, auf die Weise, wie diese Dinge schon immer auf dem Plateau der wandernden Spiegelseen geschehen sind. Für jetzt gibt es nur die Nacht, nur das sanfte Zischen des Ofens, nur den kühlen Nebel, der über den See zieht, nur den langsamen Atem des Maultiers, nur das stille Klingen 3 Fässer, die im Stroh ruhen. Dein Atem ist langsam geworden, langsamer als am Anfang. Du musstest ihn nicht dazu machen. Er ist es von selbst geworden. Deine Schultern sind schwer. Auf eine gute Weise. Auf eine gefasste Weise. Deine Hände sind offen. Dein Kiefer ist weich. Die kleinen Muskeln um deine Augen ruhen. Lass die Werkstatt verblassen, wenn sie verblassen möchte. Lass den See verblassen. Lass das Mondlicht verblassen. Du musst sie nicht festhalten. Sie sind da, wenn du sie möchtest. Und sie gehen sanft, wenn du sie nicht möchtest. Die Zedernspäne auf dem Boden. Das Kerzenlicht auf dem feuchten Holz. Der Kreidestaub an Iolas Fingerspitzen. Das sanfte Glucksen des Wassers in einem verschlossenen Fass. Der langsame Atem des ruhenden Maultiers. Der Nebel, kniehoch auf dem silbernen See. Lass sie treiben. Lass dich mit ihnen treiben. Es gibt nichts zu tun. Es gibt keinen Ort, an dem du sein müsstest. Es gibt nur diese langsame, gütige Stunde, die dich hält. Die Nacht tut, was Nächte tun. Der See tut, was Seen tun. Die Fässer sind voll. Die Werkzeuge sind an ihren Plätzen. Das Feuer ist niedrig. Das Maultier schläft. Die Reiher schlafen. Iola schläft. Auch du kannst schlafen. Sanft, langsam, gefasst. Die 2 Monde scheinen auf das stille Wasser. Das Schilf flüstert, ganz leise. Der Ofen summt sein tiefes Summen. Du bist warm. Du bist sicher. Du bist geborgen. Ruh dich jetzt aus. Ruh. Gute Nacht. Gute Nacht. Und doch, es ist noch ein wenig Nacht übrig. Noch ein wenig Stille, in die du dich lehnen kannst. Wenn der Schlaf noch nicht gekommen ist, dann ist das in Ordnung. Wenn er fast gekommen ist, dann ist das auch in Ordnung. Du kannst hier bleiben, in der Werkstatt, im Dunkeln, im warmen, niedrigen Licht, so lange du möchtest. Der Ofen summt weiter. Das Maultier atmet weiter. Die Fässer ruhen weiter. Draußen vollzieht der See etwas Langsames, Geduldiges. Der Nebel, der sich entlang seiner Oberfläche gesammelt hat, verdichtet sich ganz sanft zu einer weichen, weißen Decke. Es ist die Art von Nebel, die sich nicht beeilt. Er bewegt sich, wie eine Katze sich bewegt, die sich gleich niederlassen wird. Er kräuselt sich und streckt sich und faltet sich in die niedrigen Stellen entlang des Ufers. Die beiden Monde sehen all dem zu. Einer blassgolden, einer blasssilbern,
Sie sehen dem See schon sehr lange zu. Sie werden ihm noch sehr lange zusehen. Du musst nicht mit ihnen wachen. Du darfst ihnen die Wache überlassen. In der Werkstatt haben sich die Zedernspäne auf dem Boden zu kleinen weichen Häufchen zusammengefunden. Sie duften, wie sie den ganzen Abend geduftet haben. Warm, süß, ein wenig harzig, ein wenig wie Sonnenlicht, an das sich das Holz erinnert. Du kannst sie beinahe unter deinen Fingerspitzen spüren, obwohl deine Hände still sind und deine Fingerspitzen still sind. Die Kerze auf der Werkbank ist ein wenig tiefer heruntergebrannt. Ihre Flamme neigt sich, die kleinste Neigung, zum Ofen hin, als wollte auch sie es ein wenig wärmer haben. Das Wachs hat in der Schale darunter eine kleine, langsame Pfütze gebildet. Das Licht, das sie wirft, ist sanft und rund, und es berührt die Rundung eines fertigen Fasses. Und dort ruht es, zufrieden. Jula atmet den langsamen Atem von jemandem, der tief schläft. Ihre Kreide liegt auf der Bank neben ihrer Hand. Ihre Schürze ist über die Stuhllehne gefaltet. Ein kleiner grauer Nachtfalter ist durch den offenen Fensterladen hereingekommen und er hat sich, sehr vernünftig, dafür entschieden, sich auf das warme Holz des Dachbalkens zu setzen, wo er seine Flügel faltet und ebenfalls schläft. Alles in dieser Werkstatt hat sich für die Ruhe entschieden. Du bist eingeladen, dasselbe zu wählen. Vielleicht hast du es schon gewählt. Vielleicht wählst du es gerade jetzt. Es gibt keinen falschen Weg. Lass deine Aufmerksamkeit treiben, wenn sie treiben möchte, hin zu den kleinen Dingen. Die Maserung im Deckel eines Fasses, wie sie langsame, ruhige Ringe zieht, wie die Ringe, die der Mond auf dem Wasser zeichnet, wenn ein Fisch irgendwo da draußen aufgestiegen und wieder hinabgetaucht ist. Das eiserne Band um die Mitte des Fasses, den ganzen Abend vom Ofen erwärmt, jetzt langsam abkühlend, so wie Brot auf einem Fensterbrett abkühlt. Das kleine Kreidezeichen, das Iola auf den Bauch des Fasses gesetzt hat. Ein einfacher Schwung. Ihr Zeichen. Es sagt, dieses ist gut. Dieses ist fertig. Dieses darf ruhen. Du darfst auch ein Kreidezeichen haben. Einen kleinen, weichen Schwung. Irgendwo gezeichnet, gleich hinter deinem Brustbein. Es sagt dasselbe. Dieses ist gut. Dieses ist fertig. Dieses darf ruhen. Der See draußen gibt das leiseste Geräusch von sich. Ein Plätschern. Dann noch ein Plätschern. Dann eine lange Stille. Dann ein Plätschern. Es ist die Art von Geräusch, die nichts von dir verlangt. Es ist die Art von Geräusch, die einfach weitergeht, so wie dein Atem weitergeht, ohne dass du dich darum kümmern musst. Ein Reiher, irgendwo am fernen Ufer, verlagert im Schlaf einen Fuß. Das Wasser um seinen Knöchel kräuselt sich, nur einmal, und vergisst dann. Das Schilf flüstert. Keine Worte, nur das sanfte Geräusch, das Schilf macht, wenn der kleinste Hauch von Luft darüber streicht. Es ist das Geräusch der Unbekümmertheit. Es ist das Geräusch, alle Zeit der Welt zu haben. Du hast alle Zeit der Welt. Nichts wartet. Nichts ist versäumt. Alles, was heute in dieser kleinen hölzernen Werkstatt zu tun war, ist getan. Das Holz wurde geformt. Die Bänder wurden gesetzt. Die Nähte wurden verschlossen. Die Fässer wurden gefüllt. Das Maultier wurde gefüttert. Das Feuer wurde gedämpft. Der Fensterladen wurde ein wenig offen gelassen, damit die Nachtluft kommen und gehen konnte, wie es ihr gefiel. Du musstest nichts davon tun. Du musstest nur hier sein. Und hier zu sein, war genug. Hier zu sein, ist genug. Weit draußen auf dem See, dort, wo der Nebel am dichtesten ist ein kleines, hölzernes Boot an einen hölzernen Pfahl gebunden. Es schaukelt,
ganz sanft, in der kleinen, langsamen Dünung. Sein Tau ist weich vom Alter. Sein Rumpf ist dunkel vom Wasser. Es fährt nirgendwo hin. Es schaukelt nur. Es ist nur ein Boot in der Nacht auf einem stillen See unter 2 langsamen Monden. Du darfst wie dieses Boot sein. Sanft verteut, vom Wasser gehalten, nirgendwohin unterwegs. Schaukelnd, das kleinste Schaukeln mit deinem eigenen langsamen Atem. Ein und aus. Ein und aus. Das Boot denkt nicht an das Schaukeln. Das Boot schaukelt nur. Du musst nicht an das Atmen denken. Du darfst nur atmen. Der Ofen summt leiser. Sein kleines orangenes Licht ist zu einem tiefen roten Glühen geworden, der Farbe einer schlafenden Kohle. Die Wärme, die er abgibt, ist nun klein, aber sie ist stetig. Sie wird bis zum Morgen reichen. Du musst ihn nicht versorgen. Er ist zufrieden. Das Maultier verlagert das Gewicht eines Hufs und kommt dann wieder zur Ruhe. Ihre langen Ohren sind im Schlaf weich und tief. Ihr Atem dampft, das sanfteste Dampfen, in der kühlen Luft der offenen Box und verschwindet und kommt wieder. Eine kleine Stallkatze ist endlich von den Dachbalken heruntergekommen. Sie tut das jede Nacht, wenn die Werkstatt still genug ist. Sie überquert den Boden auf lautlosen Pfoten, vorbei an den Zedernspänen, vorbei am abkühlenden Ofen und rollt sich in die warme Mulde zwischen der Schulter des Maultiers und der Wand. Dem Maultier ist es recht. Das Maultier kennt diese Katze schon lange. Sie atmen zusammen. Ein langsamer Atem. Ein kleinerer, schnellerer Atem. Und die beiden Atemzüge weben sich in die Stille der Werkstatt hinein, werden ein Teil von ihr und sind verschwunden. Auch du bist Teil der Stille. Dein Atem webt sich hinein. Niemand horcht auf ihn. Niemand zählt ihn. Er gehört einfach dazu. Wenn deine Gedanken treiben, und vielleicht treiben sie, lass sie treiben, so wie der Nebel auf dem See treibt. In sanften, langsamen Falten. Nicht auf etwas zu. Nicht von etwas weg. Einfach treibend. Du musst ihnen nicht folgen. Du musst sie nicht wegschieben. Sie sind nur Nebel, und der See ist weit, und die Monde sind geduldig. Ein Gedanke steigt auf. Ein Gedanke treibt. Ein Gedanke wird an seinen Rändern weich. Ein Gedanke ist fort. Ein weiterer Gedanke steigt auf. Auch er treibt. Auch er wird weich. Auch er ist fort. Der See nimmt dem Nebel nichts übel. Die Nacht nimmt dem See nichts übel. Die Monde nehmen der Nacht nichts übel. Nichts nimmt etwas übel. Nichts wird verlangt. Irgendwo in dem Dorf oberhalb des Sees, dem kleinen Dorf, dessen Laternen du vorhin gesehen hast, bevor die Nacht so tief geworden ist die letzte Laterne erloschen. Eine Bäckerin hat ihren Ofen gedämpft. Eine Weberin hat ihren Webstuhl zusammengelegt. Ein alter Mann hat seinen Becher neben sein Bett gestellt und sein Kissen auf die kühle Seite gewendet. Das ganze Dorf atmet den langsamen Atem eines Ortes in Ruhe. Auch du bist Teil dieses Atems. Sogar von hier aus. Sogar aus dieser Werkstatt am Wasser. Das Dorf kennt dich nicht. Und doch ist das Dorf froh, dass du hier bist. Die Nacht, wenn sie einen von uns hält, hält uns alle. Die Kerze auf der Werkbank gibt einen kleinen sanften Seufzer von sich. Und die Wachspfütze weitet sich um das kleinste Maß. Und die Flamme sinkt tiefer. Sie wird noch eine Weile brennen. Sie wird brennen, bis sie bereit ist, es nicht mehr zu tun. Niemand wird sie drängen. Die Zedernspäne auf dem Boden duften warm und süß. Die eisernen Bänder klicken, ganz leise, während sie auskühlen. Das Wasser in den verschlossenen Fässern
macht sein leises, schlafendes Geräusch. Das Maultier und die Katze teilen ihren langsamen, gemeinsamen Atem. Iola schläft. Der See atmet. Die Monde schauen. Du bist warm. Du bist geborgen. Du bist gehalten. Wenn der Schlaf gekommen ist, lass ihn bleiben. Du brauchst den Rest nicht zu hören. Die Geschichte hütet sich selbst. Die Werkstatt hütet sich selbst. Der See hütet sich selbst. Wenn der Schlaf noch nicht gekommen ist, ist das auch in Ordnung. Hier ist noch mehr sanfte Nacht. Hier ist noch mehr sanfte Stille. Du darfst bleiben, solange du magst. Lass dein Gewahrsein ein letztes sanftes Mal durch den kleinen hölzernen Raum gleiten. Die Werkbank mit ihrer weichen Streu aus Spänen. Die Kreide auf der Bank neben Iolas ruhender Hand. Der Hobel auf der Seite liegend, dessen Klinge das letzte Kerzenlicht einfängt. Der kleine Klüpfel neben dem Hobel. Die ordentliche Reihe Zwingen an der Wand. Jede an ihrem Platz. Jede in Ruhe. Der Ring aus weichem Seil am Haken neben der Tür. Die weite Lederschürze über die Rückenlehne des Stuhls gelegt. Die 3 fertigen Fässer in ihren weichen Strohbetten, gefüllt mit kühlem, süßem Seewasser, jedes mit Iolas kleinem Kreidekringel gezeichnet. Der Ofen mit seinem tiefen, roten Glühen. Das Maultier, schlafend, die Katze eingerollt in der warmen Mulde seiner Schulter. Der offene Fensterladen, die kühle Luft, der silberne Nebel, die 2 langsamen Monde. Halte den Raum, wenn du magst, so wie du einen kleinen glatten Stein in deiner Handfläche halten würdest. Nicht fest, nur sanft. Gerade genug, um zu wissen, dass er da ist. Und dann, wenn du bereit bist, und nur wenn du bereit bist, lass den Stein los. Lass ihn ganz langsam in das stille Wasser des Sees sinken. Lass ihn seinen Platz auf dem weichen Sand am Grund finden. Lass die Ringe, die er an der Oberfläche zieht, sich weiten und schwächer werden und noch schwächer und vergehen. Der See ist wieder still, der Nebel ist wieder sanft, die Monde sind wieder geduldig und du bist hier, in der warmen, hölzernen Stille, gehalten von der Nacht, gehalten von der kleinen, guten Welt dieses kleinen, guten Ortes. Dein Atem ist langsam, deine Schultern sind schwer, deine Hände sind offen, dein Kiefer ist weich, die kleinen Muskeln um deine Augen sind in Ruhe, der Raum zwischen deinen Brauen ist glatt, deine Zunge liegt locker in deinem Mund, deine Brust hebt sich, das kleinste Heben, deine Brust senkt sich, das kleinste Senken. Es gibt nichts zu tun, es gibt nirgends zu sein, es gibt nur dies, die Zeder, die Kerze, die Kreide, das Fass, das Maultier, die Katze, der See, der Nebel, die Monde, jedes Wort eine kleine, weiche Laterne, jede Laterne ein wenig dämmeriger als die letzte, die Zeder, die Kerze, die Kreide, das Fass, das Maultier, die Katze, der See, der Nebel, die Monde, dämmeriger, die Zeder, die Kerze, der See, die Monde, noch dämmeriger, der See, die Monde, der See. Ein kleiner Hauch Nachtluft kommt durch den offenen Fensterladen herein. Er berührt die Kerze. Die Kerze geht nicht aus, noch nicht, aber sie neigt sich, das kleinste Neigen, und steht dann wieder aufrecht, sanft und ruhig. Der Hauch Nachtluft zieht durch den Raum. Er streicht über die Zedernspäne und sie regen sich, das kleinste Regen. Er streicht über die eisernen Bänder und sie kühlen das kleinste bisschen weiter ab. Er streicht über das Maultier und sein Ohr zuckt, das kleinste Zucken, und ist still. Er streicht über dich. Er ist kühl, aber nicht kalt. Er trägt den Duft des Sees und den Duft des Schilfs und den feinen süßen Duft der Nachtblumen.
die sich nur im Dunkeln öffnen, irgendwo am Ufer. Du atmest ihn ein, du atmest ihn aus. Er geht seines Weges. Die Werkstatt ist wieder still. Wenn du ganz sanft hinhörst, kannst du den langsamen, weichen Chor all der kleinen schlafenden Wesen hören. Das Maultier, die Katze, den Nachtfalter am Balken, Iola in ihrem Stuhl, das Schilf, die Reiher am fernen Ufer, die Fische tief unten im kühlen, dunklen Wasser, das Dorf oben am Hang mit seinem schlafenden Bäcker und seinem schlafenden Weber und seinem schlafenden alten Mann. Eine ganze Welt, die denselben langsamen Atem atmet. Du bist Teil dieses Atems. Du warst es immer. Lass die Werkstatt jetzt verblassen, wenn sie verblassen mag. Du brauchst sie nicht zu halten. Sie wird hier sein, ganz so, wie sie ist, wenn du das nächste Mal kommen möchtest. Die Zeder wird noch nach Zeder duften. Die Kerze wird noch ihr sanftes, rundes Licht werfen. Die Kreide wird noch neben Iolas Hand ruhen. Die Fässer werden noch in ihrem Stroh ruhen. Das Maultier wird noch seinen langsamen Atem atmen. Der See wird noch silbern sein unter seinen 2 langsamen Monden. Alles wird für dich bewahrt. Du brauchst es nicht zu bewahren. Lass es verblassen. Lass es verblassen. Die Zeder verblasst. Die Kerze verblasst. Die Kreide verblasst. Die Fässer verblassen. Das Maultier verblasst. Die Katze verblasst. Der Fensterladen verblasst. Der Nebel verblasst. Das Schilf verblasst. Der See verblasst. Die Monde ganz zuletzt verblassen. Einer blass golden. Einer blass silbern. Sanft. Sanfter. Fort. Und es bleibt nur dein Atem. Ein. Aus. Ein. Aus. Langsam. Langsamer. Sanft. Geborgen. Du bist warm. Du bist geborgen. Du bist gehalten. Ruhe jetzt. Ruhe. Schlaf. Gute Nacht. Gute Nacht.